Teil 7, deutsche Raumfahrt ab 1934. Da werden Sie staunen. Ich werde mich erstmal kurz bekannt machen. Mein Name ist Stoll, Axel Stoll. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Ruhe! Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Neuschwabenland-Treffen. Also ganz ehrlich, das kann spannend werden. Überleg mal, die haben Gäste da und legen so ein Verhalten an den Tag. Wenn der Vorsitzende redet, dass alle erstmal munter weiterreden. Also die Disziplin in diesem Raum ist schon direkt grenzenlos, ne? Da werden Sie staunen. Deutsche Raumfahrt ab 1934. Da werden Sie staunen. Jetzt wollen wir aber mal zum Staunen gebracht werden. Ich erwähne jetzt nicht die bekannten, sagen wir, Haunebu-Flugscheiben, fälschlicherweise als UFO bezeichnet. Aber da kam eine giftige Gaswolke in das Raumflugzeug. Also die haben im Raum mal das Fenster kurz runtergekurbelt, oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Wie war das noch? Nicht mehr rauchen und er macht sich erstmal schön hier die Kippe an. Oh, ich glaube, das sorgt für Unruhe. Ach, herrlich. Also während des Dritten Reiches war ja Nikola Tesla hier zu Besuch. Ist er eigentlich, weiß das jemand, ist er eigentlich nur noch Flugscheibe geflogen oder hat er ein Auto gehabt? Also war er mit seinem Fahrzeug unterwegs oder wie hat er sich fortbewegt? Und weiter ein vorgesehener Sondertyp 2 Millionen Kilometer pro Stunde. Das ist kein Science Fiction. Das muss man natürlich wissen. Einer gültig erworbenen Pkw-Führerberechtigung geflogen werden. Herrlich, ne? Da müssen ja selbst die alle lachen, ne? Ja, also Pkw-Führerschein reicht aus und ihr könnt ein Rundflugzeug bedienen. Also muss man wissen. Oder besser gesagt, Dr. Axel Stoll. Ja, das Urgestein, des Gründungsmitglied oder Vorstand von diesem NSL-Forum, Neuschwabenland-Forum. Und der hat immer ganz viele Sachen, ja, die interessant sind und die man halt wissen muss. Ich habe von ihm noch nie was gesehen. Für mich ist es auch das erste Mal, weil ich habe vor, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Jahren mal reingeschaut, habe mir das angeguckt und war innerhalb einer Minute komplett genervt, also von der Umgebung, wie er gesprochen hat. Deswegen habe ich das nie weiter verfolgt. Aber ihr habt euch das gewünscht und ich würde mal sagen, wir gucken mal, was wir nach der Meinung von Dr. Axel Stoll so wissen müssen. Also, wir gehen scharf rein. Ich möchte jetzt zum Ruhe bitten. Silenzium. So, halt, Ruhe da vorne. Ja, da geht's schon los, ne? Will da irgendwas erzählen und alle reden erstmal munter weiter, ne? Also eigentlich bin ich da schon raus, weil da bin ich voll genervt von, ne? Aber wir gucken mal, euch zuliebe gebe ich mir das einfach mal. Wir sind ein militärischer Verein. Hat er gesagt, militärischer Verein oder unmilitärischer Verein? Also wenn er militärisch gesagt hat, militärisch ist für meine Definition eine andere. Wenn da jemand redet, dann hören die anderen einfach mal zu. Also ganz ehrlich, das kann spannend werden. Ruhe! Ich begrüße Sie herzlich zu unserem 218. Neuschwabenland-Treffen. Ich freue mich, es sind ja zahlreiche Gäste erschienen. Ich werde mich erstmal kurz bekannt machen. Mein Name ist Stoll. Überleg mal, die haben Gäste da und legen so ein Verhalten an den Tag. Wenn der Vorsitzende redet, dass alle erstmal munter weiterreden. Also die Disziplin in diesem Raum ist schon direkt grenzenlos, ne? Die neue Patch-Kollektion geht an den Start. 4 Einheiten, 4 Motive. Antigravitation Jagdbombergeschwader 321, der mächtigste König im Luftrevier. Raumspezialkommando 1, Stammpersonal Basis Mond. Der Mann im Mond sind wir. Raumaufklärungsgeschwader 371, deutsche Raumwaffe.
Hochtechnologiezentrum Versuchsstelle 1 Neu-Berlin mit dem U-Boot tief unter das Eis. Neu und nur hier erhältlich als Stoff und Rubber Patch. Jeder Patch auch als Tasse erhältlich. Neu und jetzt verfügbar zum Einführungsangebot von 9,95 statt 12,95. Nur für kurze Zeit. Bestellung unter info@klappspaten.tv.de. Bezahlung ausschließlich über PayPal. Einfach Name, Adresse und Mailadresse von PayPal hinzufügen. Dort erhaltet ihr die Rechnung. Axel Stolz. Ich bin promovierter Naturwissenschaftler. Habe Physik, Mathematik und Geologie studiert. Wo da hinten? Alle anderen Wissenschaften zählt nur die Naturwissenschaft. Im Prinzip brauchen wir nur 3 Wissenschaften, um alles zu beschreiben. Physik, Mathematik, Philosophie. Alles andere ist unnötig. Philosophie als Wissenschaft, um alles zu beschreiben? Ja, gut, okay. Muss man wissen. Nicht solche Sachen wie BWL und Psychologie, das sind alles Studien für Psychopathen. Selbst die Medizin Das kenne ich nicht an. Medizin ist Mathematik, Physik. Biologie. Ja, Biologie ist Physik. Das ist Handwerk. Handwerkliches Rüstzeug, nicht mehr. So, ich verfüge auch über einen Eigenverlag, dem einen oder anderen bin ich bekannt, bin auch Wissenschaftsautor zahlreicher Bücher. Ich erschienen Kopfverlag, Freie Falke Verlag und so weiter, Atom Verlag, CDT Verlag, wie sie alle heißen. Und befasse mich mit freier Energie und Militärtechnik. Aber Militärtechnik nicht die natürlichen Explosivwaffen, sondern was mich interessiert, sind Strahlenwaffen. Mikrowelle, Skalarwelle. Von außerordentlicher Destruktivität. Das ist interessant. Ne? Also er geht auf die Strahlenwaffen, Mikrowellen und. Ne? Da bin ich mal gespannt, was er uns da Tolles zu sagen kann. Die sehr schöne Katastrophen induzieren können. Ich liebe Katastrophen. Ja, und eine solche wird auch nächstes Jahr auf uns zukommen. Ja. Vermutlich aber kaum Naturkatastrophen. An einen Nuklearkrieg, da kann ich Sie beruhigen, glaube ich persönlich nicht, und zwar aus folgendem schwerwiegenden Grund. Unser Altmeister Peter Schmidt, in Front von mir sitzend, hat darauf mehrfach hingewiesen, dass weltweit alle Nuklearwaffen, Nuklearraketen, Nuklearbomben neutralisiert sind. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann auch radioaktive Strahlung neutralisieren. Einen Moment. Ja, bitte. Ich möchte bitten, die neuen... Also, das war 2011, sehe ich gerade. Hat keinen Atomkrieg gegeben, weil die Waffen abgeschaltet waren. Ne? Bomben wie Raketen. Ja, ist interessant. Naturkatastrophen, also wir leben immer noch. Das ist nunmehr knapp 12 Jahre her. Aber wir leben noch. Interessant. Die vorzustellen. Ja, im Anschluss. Nee, gleich. Gleich? Ja, okay, bitte. Hallo, Peter. Gut. Ja. Lauter. Ruhig aufstehen. Ja, ein bisschen aufstehen, sonst hört man es nicht. Ja, da hat man schon Vorstellungen, wie die Neuen sich vorzustellen haben. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal ein bisschen nach vorne. Teil 7, deutsche Raumfahrt ab 1934. Und da werden Sie staunen. Deutsche Raumfahrt ab 1934. Da werden Sie staunen. Jetzt wollen wir aber mal zum Staunen gebracht werden. Ich erwähne jetzt nicht die bekannten, sagen wir, Haunebu-Flugscheiben, fälschlicherweise als UFO bezeichnet, ist aber ein Identified Flying Object reichsdeutscher Herkunft, nicht wahr? Also über Haunebu 1, Haunebu 2 und Haunebu 3, letzteres mit 71 Meter Durchmesser. Und über die Vril-Flugscheiben, ja, ich kann sehr laut sprechen. Oh, und hier auch wieder, ne? Alle reden durcheinander und beschweren sich dann, dass der Redner vorne, also Dr. Axel Stoll, nicht laut genug redet, ne? Also da müsst ihr wirklich, wenn ihr sowas macht, Nerven wie Drahtseile haben, ne? Weil ich bin jetzt schon genervt. Werde ich auch machen. Über die Vril-Flugscheiben, Vril 1, Vril 2 und über die Vril Odin mit 42 Meter Durchmesser.
die zum Sternensystem Aldebaran flog, 68 Lichtjahre entfernt. Also laut ihm sind diese Fluggeräteapparaturen schon nach Aldebaran geflogen. 68.000 Lichtjahre entfernt. Starke Nummer, ne? Das ist, man hört es immer wieder. Ich möchte das hier auch gar nicht abtun. Ich kenne es auch so noch nicht. Wie gesagt, ich habe es noch nie gesehen. Die Art, wie er das erzählt, ist ja teilweise abschreckend, teilweise verstörend. Also es ist alles ein bisschen komisch. Aber auch ihm sollten wir eine Chance geben, beziehungsweise Gehör finden, weil überall könnt ihr wirklich Stücke der Wahrheit rauspicken und irgendwelche wichtigen Informationen finden. Herr, Ruhe, bitte! Silenzium, Mann! Ja, nicht? Wie gesagt, Antrieb, Elektrogravitation. Ja, non-konventionelle Antriebe sind das physikalisch gesehen. Und sie startete vom Wienerländlich hier bei Brandenburg, westlich von Berlin. Wo heute noch, nicht, Olaf, du weißt das ja, nicht, die Bunkeranlagen zu besichtigen sind. So, das ist nun mittlerweile schon Teil 7. Es handelt sich hier aber bei diesen Sachen um Sonnentriebwerke. Und dagegen sind die herkömmlichen Sonnentriebwerke. Habt ihr davon schon mal gehört? Also das ist für mich ein ganz neuer Begriff. Es wäre mal schön zu erfahren, also das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, weil es im Interview auch nicht irgendwie erwähnt wird, woher er eigentlich seine Quellen hatte. Also wer es weiß, schreibt das mal bitte in die Kommentare, woher Dr. Axel Stoll das Ganze gewusst haben will. Das würde mich mal interessieren. Wie gesagt, ich habe mich mit der Person null beschäftigt. Ich gucke mir das einfach nur mal an, was er da so von sich gibt, weil jetzt immer mehr von euch gesagt haben, schau dir das mal an. Flugzeuge, ich sage das mal physikalisch, naja, nichts weiter als mongolische Mikroelektronik. Können Sie in die Tonne kloppen. Also so redet eigentlich normal kein Doktor, ne? Also seine Art ist schon speziell, ruppig, speziell, ne? Warum das jetzt so ist, ob er da durch die DDR so geprägt wurde, ich habe keine Ahnung. Es ist eine schwierige Art und Weise, wie er das da macht. Kommen wir hier jetzt weiter, die prominenten Flüge. Ist eine Auflistung. Erster Flug gleich 2 Mann an Bord, Kennziffer hinten. Beide fotografierten eifrig. Zweiter Flug, 1 Mann ohne alles, so ohne Gepäck auf Zettel. Dritter Flug, gleich Versichtsleistung nach Bekanntgabe. Der rechts oben verzeichneten Bedingungen. Vierter Flug, 3 Mann an Bord. Mond, Erika und 1 Million Kilometer im Raum. 1 Million Kilometer im Raum. Bemannte Flüge? Woher hat er das? Also das würde mich wirklich mal brennend interessieren, weil das ist ja ein Wissen, also wir gehen jetzt nur mal davon aus, fiktiv, das hat's gegeben. Dann war das so ultra streng geheim, dass da ja kaum einer was von wusste. An ven wurde das überliefert und warum weiß Dr. Stoll davon? Schreibt's mal in die Kommentare, würde mich wirklich mal interessieren. Keine Aufnahmen. 5. Flug war ein Flugverzicht. 6. Flug, industrielle 3 Mann, ohne alles. 2-mal im Äquatorbereich, 2-mal über beide Pole, 1 Stunde über Asien. 7. Flug, ohne alles 10 Kilometer im Raum. 8. Flug, 2 Mann an Bord mit Fernsehgerät. Sehr objektiv, besonders wegen der AHU-Bombenträger und der Toten im Tale des Friedens auf dem Mond. 9. Flug, fiel flach, da Ausrüstungsgegenstände explosives Material enthielten. Die 3 Helden aber zeigten nicht den Mut, den Gang zu treten. 10. Flug mit 2 Mann und Fernsehgerät, 10 Millionen Kilometer in den Raum und anschließend an den verglühenden Sonnenfixstern. Mit Fernsehgerät an Bord 10 Millionen Kilometer? Da müssen die Gerätschaften da aber ganz schön schnell unterwegs gewesen sein. Ne? 10 Millionen Kilometer, weil das andere Mal waren die nur 10 Kilometer im Raum unterwegs. Also das ist ja dann bei so einer Geschwindigkeit gut. Das könnt ihr natürlich wahrscheinlich drosseln, wie schnell das geht. Oder dosieren, besser gesagt. Okay, interessant. Muss man natürlich wissen. Dann gibt es Der Wahrer muss man natürlich wissen. Habt ihr es gewusst? Also ich habe es noch nicht gewusst. Aber muss man wissen, wissen wir jetzt. einen Brief von dem Autor. Der wohnt übrigens in Berlin-Spandau, Mario. Also es ist ein Brief von dem Autor aus Berlin-Spandau, wohnt der Mann.
Okay, dann hat sich aufgeklärt, wo das herkommt. Das ist seine Quelle. Ja? Krobelstraße 38, weißt du, wo das ist? Nee, ich bin dann Neuspandauer. Und zwar liegt das an Herrn Direktor des Flugplatzes Berlin-Tegel und Herrn Direktor des Flugplatzes München-Riem. Das betrifft Fernsehserien. Gleich so fliegen wir übermorgen. Die Elefanten kommen, die Flugplätze platzen aus den Nähten und dergleichen, etc. etc. Da schreibt, ich zitiere, sehr geehrte Herren, da sich vom herkömmlichen und überalterten nicht trennen können, empfehle ich Ihnen Ihren Flugbetrieb einmal, und zwar schnellstens, auf die Sonnenkrafttriebwerksflugzeuge umzustellen. Dadurch sparen Sie erstens die wahnsinnigen Pilotenausbildungskosten, da meine Maschine vom Inhaber einer gültig erworbenen Pkw-Führerberechtigung geflogen werden kann. Herrlich, ne? Da müssen ja selbst die alle lachen, ne? Ja, also Pkw-Führerschein reicht aus und ihr könnt ein Rundflugzeug bedienen. Also wenn ich jetzt Direktor bin an so einem Flughafen und mir schreibt da sowas einer, ja, ne, könnt ihr euch ausmalen. So ist es, ja. So, diese Maschinen weisen keinen Düsenknall auf. Sie schleppen auch den Schallmauerdurchbruchsknall nicht mit sich. Da man, und dies ist den Koryphäen neu, diesen Schallmauerdurchbruchsknall bereits seit langem, in Klammern seit 1938, also sprich Drittes Reich, vermeiden kann. Die Maschinen werden nicht mit Kerosin oder Benzin etc. angetrieben, also unterbleibt die Verschmutzung der Luft und die Verseuchung der Wildbestände. So. Meine Maschinen werden nicht in die Atmosphäre geschossen, sondern sie fliegen ganz normal in das Weltall hinein. Dort aber entwickeln sie eine Geschwindigkeit von zurzeit 320.000 Kilometer pro Stunde. 320.000 Kilometer pro Stunde. Mehr ist nicht, ne? Also, ja. Mal kurz eine kleine Einschätzung bis hierhin. Also da gibt es einen, der hat solche Technik. Er ist ja offensichtlich 38, da hat er schon irgendwo mitgemischt. Und er ist jetzt immer noch da, er kann sowas bauen, beherrschen, was dann von jedem x-beliebigen mit einem Pkw-Führerschein ja gesteuert oder beherrscht werden kann. Also wie wahrscheinlich wäre das mal davon ausgegangen, das ist echt, das gibt es wirklich. Wie wahrscheinlich ist das, dass sowas dann halt, also dass die ihn nicht wegfangen, einsperren, mit ihm arbeiten, weiß ich auch nicht. Also Geheimdienste, vorne voran die US-Amerikaner. Ne? Also da gibt's doch, weiß ich nicht, da fallen mir gleich ein paar Millionen Menschen ein, die Interesse an sowas hätten. Ne? Und vor allen Dingen auch Interesse daran, dass das niemals an die Öffentlichkeit kommt. 320.000. Ja, schaut sich mal heute die lahmen Raketen an den USA. Das ist doch gar nicht schädlich. Das ist noch unterhalb mongolischer Mikroelektronik. Die langsamen Raketen. Also für meine Begriffe sind die schon schnell und er ist sich ja auch tatsächlich sicher, dass dieses Fluggerät, was 320.000 km/h erreicht, tatsächlich existent ist. Ne? Also das ist schon spannend. Er ist sich da wirklich sicher. Haben die nicht Shuttle-Verbot? Naja, kannst du vergessen. Das im Bau befindliche neue Flugzeug wird 780.000 Kilometer pro Stunde erreichen. Also nochmal das Doppelte drauf. Wie ist denn sowas möglich? Also weiß einer, wer der Autor ist dieses Briefes, da aus Spandau, der Mann? Also das würde mich mal interessieren, ob ihr da Hintergrundwissen zu habt. Und weiter ein vorgesehener Sondertyp 2 Millionen Kilometer pro Stunde. 2 Millionen Kilometer pro Stunde. Ja, da bleibt einmal kurz die Spucke weg. Das muss man wissen. Im Weltraum. Das ist okay. Im Weltraum, klar. Ne? Das heißt früh. Ja, auf der Erde wäre wahrscheinlich schlecht. Also bei 2 Millionen Kilometern. Die Erde hat einen Umfang von 40.000, ungefähr 40.000 Kilometer. Jetzt überleg mal 2 Millionen, das macht Flitsch und das Ding ist da, ja, natürlich im Raum, ne? Unfassbar. Müsst ihr wissen.
am Erdboden frühstückt, dann kurz zum Mond oder einem anderen passenden Stern und abends wieder zurück zur Mutter Erde. Richtig. Und alles nur mit Sonnenenergie. So einfach ist das, nicht, wenn man um die neue Physik Kenntnis hat. Ich sagte es früher schon mal, wir werden ja heute von Hacke bis Hacke belogen. Nicht die Physik, was an den Schulen, Universitäten gelehrt wird, vergessen Sie es. Müll, der größte Teil. Ja, die soll nicht denken, die soll Bis auf die Mathematik, also sagen wir in meinen Studien, Geologie, Physik konnte ich 80% des Studierten über Bord werfen. Alles andere erfolgte autodidakt, sprich im Selbststudium dann. Ja. So ist es. Ja. Nicht umsonst ist ja eines meiner Bücher ein Bestseller, bis heute unterdrückt das Wissen um die wahre Physik. Erschienen im Freie Falke Verlag und im Kopf Verlag auch angeboten. Hat das einer von euch gelesen? Falls das einer gelesen hat, schreibt mal in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail, würde mich mal interessieren. Ich habe es nicht gelesen. Kann man da beziehen über diese Verlage. Mit zahlreichen Bauanleitungen und freie Energiemaschinen. Wir sind... Mit Bauanleitung, hat das schon mal irgendwer gebaut von euch? Oder kennt ihr jemanden, der das gebaut hat? Also gibt es irgendwen, der das bestätigen kann, der nach den Vorlagen oder Vorgaben von Dr. Axel Stoll so eine Apparatur nachgebaut hat, die wirklich freie Energien sich bedient? Also wo ihr wirklich die unendlich im Prinzip Energie liefert? Also das würde mich mal interessieren. Wir können unabhängig sein von den Stromanbietern. Wir erzeugen unseren eigenen Strom. Ja, Machen wir übrigens auch. ja, möchte ich jetzt immer langsam mit anfangen. So, Nee, selber was tun. Entwickeln, ja. Es geht weiter. Um die platzenden Flugplätze vor diesem Geräusch zu bewahren, füge ich eine Skizze bei. So, das hat er hier 550 mal 550 Meter in 4 Quadrate aufgeteilt mit 4 Leitstrahlen. Ist der ganze Start- und Landebedarf. Allerdings müssen die Luftschläuche in der Senkrechten bis 15 Kilometer für die Sonnenkrafttriebwerksmaschinen allein reserviert bleiben. Es können demnach jede Minute 96 Flugzeuge landen und starten. 96. Das schießt an. Bei einem Flugbetrieb von, sagen wir mal, 8 Uhr früh bis 22 Uhr abends ergeben sich 14 Betriebsstunden. Nun rechnen Sie bitte mit 95 Flugzeuge mal 60 Minuten mal 14 Stunden mal 20 Passagiere sind gleich 1.612.000 Passagiere pro Tag. Vergleichen wir das nur heute, das sind alles Lahmärsche. Haben wir vergessen. Oder Fall 2, 96 Flugzeuge mal 60 Minuten mal 14 Stunden mal 40 Passagiere ergibt 3.225.600 Passagiere pro Tag. Jetzt ist halt nur die Frage, gibt es auf dem Mond ein Hardrock-Café, wo man mal eben hinrocken kann? Bisschen Kaffee trinken, ein Bierchen, Pulled Pork essen und wieder zurück. Also, was sind das für Zahlen? Also, mit welchen Zahlen jonglieren die, dass die auf sowas kommen? Wo kommt das her? Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Das übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich möchte das auch nicht abtun. Aber für mich ist es bis jetzt nur, also wenn man das mal wirklich jetzt ganz nüchtern betrachtet, auch wenn man viel, es gibt ja Leute, die wollen sich sowas vorstellen, wenn man da viel Wunschdenken tatsächlich mit rein interpretiert, selbst dann klingt das noch fantastisch und es gibt ja nicht eine einzige Quelle, außer einen Brief von einem Herrn, der die Flughäfen angeschrieben hat. Mehr ist es nicht. Es gibt ja wirklich keine weitere Quelle. Also deswegen klingt das für mich fantastisch. Das soll nicht heißen, dass es sowas nicht gibt, aber für mich ist es äußerst unwahrscheinlich. Pro Tag. Das ist kein Science Fiction. Jetzt weißt du, warum sie das Reich bekämpft haben. Und nun das Ganze auf ein Jahr zu 365 Tagen umgerechnet. Maschinen mit 20 Passagieren gleich 588.672.000 Passagiere. Maschinen mit 40 Passagieren sind 1.177.344.000 Passagiere. Nur von einem Flughafen, ne? Nur von einem Flughafen. Ist schon sportlich. Muss ich mal vorstellen. Pro Jahr und alles in der kleinen Ecke von 550 mal 550 Metern viert. Das ist doch was, ne? Da würde auch nichts einen Vulkanausbruch auf Island verhindern. Die heutige Wirtschaft ist ja so störend, völlig klar.
Auf solch einer unterbelichteten Technik ist das kein Wunder. Störenfähig. Kann man alles vergessen. Was an Abfertigungszahlen... Ist er eigentlich, weiß das jemand, ist er eigentlich nur noch Flugscheibe geflogen oder hat er ein Auto gehabt? Also war er mit seinem Fahrzeug unterwegs oder wie hat er sich fortbewegt? Weil wenn das ja alles gibt, wo er sich so sicher ist, dann wird er das ja auch wahrscheinlich mal live gesehen haben. Gibt es ein Interview, wo er darüber redet, ob er schon mal in so einem Rundflugzeug gesessen hat und damit irgendwo rumgejettet ist? Würde mich auch mal interessieren, weil er ist ja wirklich jetzt, also auf mich wirkt das so, als ob er überzeugt ist davon. Etc. nötig ist, dürfte gleichfalls sehr einfach sein, da pro Flugzeug nur höchstens 40 Passagiere vorgesehen sind. Und nun den Flug selbst. Start genau senkrecht bis 15 Kilometer Höhe, also entspricht Stratosphäre. Ne? Stratosphäre, ja. Dann hinein in den Weltraum bei Vollgeschwindigkeit, die der Passagier nicht empfindet. In wenigen. Wie ist denn das möglich, dass man das nicht empfindet? Ne? Nach der jetzigen Technik, die wir haben, also wenn wir in die Stratosphäre aufsteigen, in 15 Kilometern Höhe, dann brauchen wir da schon einen Druckanzug. Und wir kriegen die Geschwindigkeit auch mit. Wie ist das möglich, dass in diesem Flugobjekt, dass der Passagier das nicht mitkriegt? Ich meine, das soll ja eine Technik sein, die wir halt nicht kennen, also die beruht auf anderen physikalischen Gesetzen. Aber trotzdem würde mich mal interessieren. Teilen einer Stunde steht das Flugzeug über dem Leitstrahl seiner Bestimmungsstation und sinkt dann genau senkrecht ein. Dabei wird die Maschine nicht glühend rot, sondern bleibt genau temperiert, da das Herabsinken die einzige langsame Handlung des Fluges ist. Der Passagier ist diesem Eintauchen so unterworfen, als wenn ihn ein Fahrstuhl im Hochhaus hinunterbringt. Mehr ist das nicht. Aber etwas hat er hinter sich. Er war im All und hat die herrlichen Farben gesehen, die wir auf der Erde mit keiner Palette und zusammenmischen können. Ist so. Und vor allem, er hat wenig Geld ausgegeben für den Trip, da ja kein Kerosin oder Benzin verbraucht wurde. Er war in der Schwerelosigkeit, er war Astronaut und in der Sicht eines Reisebüros in Reichweite des Mondes und anderer Fixsterne. Ich meine, der Mond ist ja nicht weit entfernt. Wer weiß das? Keiner. Gibt's doch gar nicht. 360.000 Kilometer. Wie? 600.000 Kilometer. Falsch. 360.000. 380.000. 86.000. So. Man wäre mit diesem Flugzeug in einer Stunde da. Ach, nicht einmal. Viel kürzer. Ist ja gar nicht. Während des Dritten Reiches war ja Nikola Tesla hier zu Besuch. Und die sind zum Pluto, dem erdfernsten Planeten, gestartet. Der liegt etwa 5 Milliarden Kilometer entfernt. Habt ihr das gewusst? Also das habe ich noch nie gehört, dass Tesla zum Pluto geflogen ist. Also noch nicht mal, dass irgendwo mal irgendwer drüber gesprochen hat, weil man kriegt ja mal immer so ein bisschen was mit, wenn man recherchiert. Ich habe halt in die Richtung auch noch nie wirklich recherchiert. Aber weiß das jemand oder gibt es da irgendwo eine Quelle zu, wo er da drüber mal spricht? Also das Wissen muss ja irgendwo herkommen, weil wenn der Dr. Axel Stoll das wusste, das hat er ja auch irgendwo her, ne? Muss man wissen. Innerhalb von 5 Stunden waren sie dort, haben Gesteinsproben mitgenommen. Wissen auch die wenigsten. Ist so, kann man vergessen. Und wo sind die Gesteinsproben gelagert? Einer reichsdeutschen Kolonie. So, weiter geht's. Also in der reichsdeutschen Kolonie sind diese Gesteinsproben gelagert. Das heißt, Tesla war, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im Dritten Reich zu Besuch und die haben ihn mitgenommen auf einen Flug zum Pluto, haben dann da Gesteinsproben entnommen und sind dann wieder zurückgeflogen. Okay, da muss es ja irgendwas drüber geben, ne? Wenn er das weiß, dann wissen das auch andere. Passagier sieht allerdings auch die Gefahren, die am Himmel für die Zukunft hängen. Die Atom- und Wasserstoffbomben etc. etc. Und dieses Sehen allein würde manches Umkrempeln in unserer Welt mitbringen. Für die Flughäfen aber würden die Kassen eventuell aus den Nähten platzen, aus den Einnahmen. Und damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, der deutsche Satellit, der seit 1938 die Erde umkreist, also der erste überhaupt, ist meiner, vom Autor. Da gab es mal nicht, und hier ja, aber man spricht nicht gerne davon. Ich weiß nicht, wer da ein Schweigewort erlassen hat.
Also von dem deutschen Satelliten, der da rumkreist, habe ich auch noch nie was gehört. Ist mir auch völlig neu. Da gab es mal einen interessanten Film, also manchmal kommt ja im Fernsehen doch ab und zu mal was Gutes. Ein blindes Huhn findet ja auch mal ein Korn. Und zwar hieß der Film Die blinde Kuh, wer kennt den? Da ging es um reichsdeutsche Hochtechnologie. Übrigens um Rundfunk und Fernsehen, wo auch Professor Lorenz seine Finger im Spiel hatte. Physiker und Mathematiker. Und der Satellit wurde mittels einer V2 in den Erdorbit geschossen. Wie heißt denn der? Die blinde Kuh, der Film. Der ist ja dann der Black Knight. Was? Ich schreibe Wie der gerade. Satellit heißt. Das weiß ich nicht. Der heißt Black Knight, also schwarzer Ritter. Also Ja, Knight. wenn man das Ganze, also Knight, wie der Ritter. Ja, Knight aber ausgesprochen. Ja, wenn man, Black Knight? Warum sollten denn die Nationalsozialisten ihren Satelliten einen englischen Namen geben? Oder meint er jetzt den Film? Er hat doch von dem, hören wir noch mal rein, er hat doch von dem Satelliten gesprochen. Satellit heißt. Das weiß ich nicht. der heißt Black Knight, also schwarzer Ritter. Also der Satellit heißt Black Knight, tatsächlich. Nicht der Film heißt Blinde Kuh. Hat den schon mal einer von euch gesehen? Also gerne mal einen Link in die Videobeschreibung oder E-Mail an mich, also würde mich auch mal interessieren. Kenne ich auch nicht. Und wie gesagt, also das mit dem Satelliten, dass die dem einen englischen Namen geben, also ja, auch schwer vorstellbar. Wenn man das Ganze, also Knight, wie der Ritter. Ja, Knight aber ausgesprochen. Ja, wenn man das also googelt, dann findet man da auch Apple. Ja, danke. So. Und die Amis haben dieses Wissen mitgenommen, ja? Die klauen da alle. Nur ein Teil. Alles. Das Wissen haben die nicht. Haben sie nicht. Haben sie Das nicht in die ist Ja, auch sogar über den Senkrechtstarter was gesehen in Arte. Da haben sie auch die Glocke gebracht, nämlich. Ja, ja. Genau das, was hier, also an unseren Tisch hier jetzt erzählen. So, und das Zweite ist, dass sie nicht nur, man braucht nur im Internet zu googeln, www.modernewaffen.de. Also die Glocke jetzt, also jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, also ich komme nicht mehr ganz hinterher. Haben die jetzt über die Flugscheiben gesprochen oder über die Glocke? Und in Arte lief da auch was drüber? Ist mir auch nicht bekannt. Die haben so eine Waffe, dass sie, wenn die Menschen zusammen haben, energetisch die auseinanderspringen. Das hat so eine Reichweite, dass sie damit Demonstranten also quasi auseinanderspringen können, weil die Waffe geht in das Blut rein und ich weiß nicht, wer das mal googelt, wird das sehen. Und automatisch gehst du auseinander. Du kannst ja nicht erklären, warum, aber somit wird die Gruppe gesprengt. Ja. Also googelt mal da und dann alleine schon www.modernewaffen.de, das sagt alles eigentlich. So, da muss ich... Sollen wir das mal googeln? Wir googeln das mal. Also ich würde sagen, das gibt es nicht mehr, ne? Also Axel Hotels, Axel Berlin, Check 24, Axel Hotel Berlin, Feierabend. Ist abgeschaltet. So, da Ja, www.modernewaffen.de, ne? Gibt es nicht. Kennt das jemand? Hat da jemand noch einen Link oder gibt es da noch irgendwas zu? Würde mich auch mal interessieren. muss ich dazu jetzt kurz ergänzen. Das sind sogenannte, das sind USA und gäbe High Power Microwave. Also Mikrowellenstrahler. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nichts gegen Menschen, die rauchen, das sollen sie für sich alleine machen. Warum sollen wir den Rauch von anderen Leuten mit einatmen? Das kann man wohl in der Pause machen, bitte. Oh, direkt wieder der Spielverderber. Oh, also, das ist schwierig, ne? Ihn stört der Zigarettenrauch, die nächsten haben sowas und hier und es ist eine schwierige Atmosphäre da. Pause. Ja, die ist ja Das ist Körperverletzung. Ja, aber das ist ja Beim Rauchen, sagt man so schön, Weil sie eure Gesundheit alleine kaputt machen. hat der Lungenkrebs keine Chance, der rutscht auf der Teermatte aus und bricht sich den Hals. So. Das gehen wir mal weiter. Muss man wissen. Ja. Also selbst Axel Stoll kann das nicht ganz ernst nehmen. Hier. So. Der Abend in Berlin schreibt, Grüße aus der 9. Milchstraße. Mal mit Philipp auf dem Mond sein. Und sie da, er soll bewohnt sein. Ja. So. Und da werden wir auch von Hache bis Nache belogen. Morgen um 14 Uhr wird, wenn nichts dazwischen kommt, mit dem Start der Apollo 11 das bisher größte Weltraumabenteuer beginnen. Die ersten Menschen landen auf dem Mond. Fragezeichen. Kann man vergessen, ne? Alle Welt spricht davon, auch Franz Philipp aus der Spandauer.
Crowell-Straße ist. Doch während die übrige Welt dem historischen Moment mit Spannung entgegenfiebert, registriert der Spandauer Mitbürger solches mit Gelassenheit. Denn was Werner von Braun und seine Mondmänner nicht einmal ahnt, Franz Philipp weiß es. Dies ist kein Kunststück, wie schon ein Briefkopf verlegt. Er ist Kommandore der Frali-Raumflugzeugflotte, Inhaber der über dreifachen Lichtgeschwindigkeit mit Raumflugzeugen. Dreifach. Na, das ist doch schon was. So einer kennt sich aus und kann mitreden. Aber lassen wir den Mann, der seine Briefe mit Dr. Ink, Diplom Ink unterzeichnet, selber zu Worte kommen. Der erdgebundene Wortschatz eines Reporters vermag interplanetarische Geschehen aus der Sicht des Kommandore ohnehin nur unvollkommen zu schildern. Wenn Apollo 11 landet, werden sich die Mondmenschen in ihren Felshöhlen verkriechen und sich halb totlachen. Wie gesagt, wenn es jemals gelandet werden sollte, ich wage es zu bezweifeln. Die waren niemals auf dem Mond. Ach, glaube ich auch nicht. Anmerkung von mir jetzt. Aber sie werden sich nicht sehen lassen. Außerdem... War das noch? Nicht mehr rauchen und er macht sich erstmal schön hier die Kippe an. Oh, ich glaube, das sorgt für Unruhe. Ach, herrlich. Also, ja, wie auch immer. Also, meins ist es nicht, ne? Tatsächlich. Und ich finde, ich habe auch nichts verpasst, dass ich das all die Jahre nie geguckt habe. Sprechen Sie auch nicht Englisch, sondern nur Deutsch. Interessant, ne? Ein versteckter Hinweis, dass der Mond in reichsdeutscher Hand nämlich ist. Von 68 ist der. Ja, genau. Von 68 ist der Brief. Okay. Das war's aber auch. Also irgendwer hat irgendwas geschrieben und wie kommen die denn da dran? Also würde mich auch mal interessieren, ne? Und die Quellen dahinter. Ich habe Ihnen das beigebracht und das ist mein Beweis. Nicht ein Amerikaner betritt als erster Mensch den Mond. So. Wir Deutschen waren eine sehr, sehr lange Strecke Zeit schneller. Auch das ist wichtig. Ja. Das war nun schon vor 32 Jahren. Und auch Udit war dabei, nicht? Fliegerast bekannt. Ne? Und was damals noch ein Abenteuer war, ist heute lässige Routine. Nicht mehr und nicht weniger. Ruckzuck rauf, ruckzuck runter. Eine gute Stunde dauert das. Man kann nicht einmal die Lichtgeschwindigkeit ausnutzen. So ungefähr wie ein Sportwagen, der nur mit 20 Sachen über die Straße fährt. Aber mehr ist es nicht. Meiner Crew und mir sind bis heute 8 Milchstraßen, also Galaxien, bekannt und 9 Riesensonnen sowie eine verglühende, die mehrfache Größe unserer Sonne hat. Wir haben über die dreifache Lichtgeschwindigkeit geflogen und es war ein Flug in die Hölle. Ich habe noch 3 Stunden Vollgeschwindigkeit den Flug abgebrochen, um via Mond zur Erde zurückzukehren. Dabei habe ich am Außenrand den Gasraum einer Sonnenprotuberanz durchflogen und weiß, was das ist. Bei solch einer Geschwindigkeit, das wird vor allem jeder Autofahrer verstehen, soll man nicht leichtsinnig sein. Ehrlich gibt der Kommandore zu, dass ihm dabei ein kleines Missgeschick widerfahren ist. Einer von meiner Crew macht nach Milliarden Kilometern eine Luke auf, da man keinen Wind feststellen konnte. Aber da kam eine giftige Gaswolke in das Raumflugzeug. Ja. Wir haben sofort die Ventilation auf Hochdruck geschaltet, aber der Schaden war da. Auch mich hat es erwischt. Ja, so etwas kann passieren. Und da helfen dann keine... Also die haben im Raum mal das Fenster kurz runtergekurbelt, oder habe ich das jetzt richtig verstanden? Und also im Vakuum kurbelt ihr euer Fensterchen runter und anstatt Vakuum, also dass alle Luft entweicht, kam eine giftige Gaswolke rein. Oder, also ich rall's nicht. Oder war er jetzt auf irgendeinem Stern gewesen, wo das dann passiert ist, weil sie keinen Windzug gemerkt haben? Okay, also okay, gut. Whatever. Da hilft nur der Raumfahrersalat, nicht, den er sich nach eigenen Worten nicht, aus Feld, Wald und Wiesen sammelt. Es schmeckt scheußlich, aber es hilft. So. Wogegen, ich habe noch immer ein zu hohes Magnetfeldintus, vielleicht auch gegen Radioaktivität abbekommen. Zum Glück ist es nichts Ernstes, was er abbekommen hat. Viel mehr Kummer macht ihm da sein Raumschiff. Die Frali 4 ist voll radioaktiv und wird auf dem Mond seit einer gewissen Zeit dauernd mit Sand angestrahlt.
Ich will hoffen, dass wir die radioaktive Schicht runterkriegen. Seine Crew erkrankt sein Raumflugzeug in der Überholung. So ist der Kommandoro zurzeit ein wenig beschränkt in seinen Möglichkeiten. Zurzeit verfüge ich über den Weltraumflug, so nennt sich das, ein anderes Raumflugzeug. In dieser Maschine liegt man bäuchlich sehr bequem. Und wegen ihrer ganz Grazilität konnte ich zeitweise Backe an Backe mit den Amis fliegen. Sie sehen das, berichten das, aber einer schäbigen deutschen Maschine gegenüber hat man keine Manieren. Ja. Wem hat er eigentlich diesen Brief geschrieben? Also kontrolliert das da keiner? Gibt es da keine Geheimhaltung, wenn es dann sowas gibt? Schon, ne? Also da ist er mit dieser Maschine, mit diesem Weltraumfloh, Backe an Backe mit den US-Amerikanern geflogen. Ist es eventuell das, was man jetzt in der Neuzeit dann gefilmt hat und bestätigt hat? Also hier diese TikToks und das Gimbal und irgendwas. Ist es vielleicht sowas? Ich weiß es nicht. Interessant. Darüber klagten die Raumfahrer übrigens alle dieses Jahr. Und nicht nur sie. Aber der Kommandore hat noch einen anderen Grund zu klagen. Sein Brief an den Präsidenten der Republik Venezuela blieb unbeantwortet. Da seine Raumflotte in Caracas eingetragen ist und die venezolanische Flagge führt, bot er, die Zeit drängt ja. Also die Flugscheiben jetzt, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen rausgekommen. Die sind auf dem Mond stationiert, das soll deutsch sein, aber sind in Venezuela gemeldet und die Flagge von da ist drauf. Oder was? Habe ich das jetzt? Okay, das ist interessant. Also das ist, Venezuela weiß also auch davon, weil da sind sie steuerpflichtig. Müssen die da auch zum TÜV oder wie verhält sich das? Nun dem Präsidenten den Mond an. Anscheinend haben sie aber trotz der immensen Reichtümer, die unser Trabant aufweist, kein Interesse am Besitz des Mondes. Ich stelle Ihnen noch eine Frist bis zum 14. Juli 24 Uhr. Kommt kein Telegramm, dann geht der Mond in meinen Besitz und ich werde ihn der neutralen Schweiz übergeben. Wie kurz. Also er, der Verfasser dieses Briefes, quasi ist dann der Besitzer des Mondes und der wird dann der neutralen Schweiz übergeben. So. Okay, das muss man wissen. Ja. Wie kurz vor Inflationsschluss bekannt wurde, hat Venezuela das Ultimatum ungenutzt verstreichen lassen. Die Amerikaner werden also auf Schweizer Territorium landen. Über die venezolanischen Politiker aber verwundert sich nicht nur der Kommandor. Im Augenblick hat er aber nicht allzu viel Zeit dazu. Er ist dabei, die genaue Zahl der Mondbewohner für die Statistik zu ermitteln. Der Bezirk um den Exodus hat allein an die 8000 Einwohner. Die Mondmenschen sind etwa nur 1,50 Meter groß und etwas buckelig. Auffällig an ihnen ist ihre nach außen verrutschte Kniescheibe, wodurch sie einen etwas seltsamen Gang haben. Sie leben in Etagenhäusern, die tief in das Gestein hineingebaut, von oben nicht zu sehen sind. Meine Crew und ich leben mit den Mondmenschen, die mittlerweile die deutsche Sprache sprechen. Klammern, da wir das Gepisper nicht verstehen konnten, sehr gut zusammen. Wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, bitte gerne. Das war ein Film, eine Unterhaltung oder Vorlesung der etwas anderen Art. Ich möchte das jetzt auch in keiner Form irgendwie bewerten. Ich will da nicht schlecht, aber auch nicht gut drüber reden. Ich sehe das einfach mal neutral. Es ist interessant zu hören, aber es sind halt keine Quellen da. Wir haben jetzt was ganz zum Schluss, was ich sehr interessant fand, also die Mondmenschen. Es gibt Menschen, sie werden wohl so von diesen Deutschen genannt, die da diesen Mond kolonialisiert haben. Keine Ahnung, wie wir es nennen wollt. Die da ihre Station errichtet haben. Die Zivilisation der Mondmenschen gefunden, die dann mehretagig unter der Oberfläche leben, die nur 1,50 Meter groß sind und eine nach außen gewanderte Kniescheibe haben. Okay, mit denen leben die da zusammen. Aber trotzdem leben Menschen, Mondmenschen, und trotzdem will er den Mond Venezuela geben, und wenn die den nicht wollen, gibt er ihn der Schweiz, obwohl da Menschen leben. Vielleicht sollte man die auch mal fragen, ob die überhaupt wollen, dass das irgendeinem Land auf der Erde gehört, wenn es dem so wäre. Naja, ich kann es nicht bewerten.
ich kann auch nicht sagen, was davon wahr und was unwahr ist. Also nur weil das für uns fantastisch klingt, heißt es nicht, dass es so ist. Und nur weil er das erzählt, heißt es nicht, dass es so ist. Also ihr könnt euch da eure eigene Wahrheit selber bilden. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Ich will das irgendwie nicht verspotten. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Ich will das nicht für gut heißen. Es ist mal interessant gesehen zu haben. Wie gesagt, ich bin gar nicht böse, dass ich so lange nicht geguckt habe, weil die Art und Weise ist nicht das, also ich meine, er ist ja noch lustig dabei, ne? Also so, aber die anderen da, er ist wie so eine Vereinsmeierei. Der eine stört den Zigarettenrauch, der nächste hat ständig was zu erzählen, so, ist überhaupt nicht meins. Naja, lange Rede kurz. Wenn ihr Bock darauf habt, dann können wir uns gerne noch ein bisschen mehr angucken. Wir können ja auch mal, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, gucken wir uns wirklich mal mehr an, machen wir mal zusammen, gehe ich mal im Live oder was, schreibt das mal in die Kommentare oder E-Mail an mich und dann gucken wir mal, was wir von Dr. Axel Stoll noch alles so finden, weil ich habe neulich auch mal ein Interview gesehen, da war er halt für sich alleine, also er hat ein Interview gegeben, da ist er natürlich ganz, ganz anders aufgetreten. Das können wir uns auch mal angucken. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, es geht spannend weiter. Achso, mit dem Mond, da wird ja auch viel gesagt, dass auf der abgewandten Seite, also man sagt immer die dunkle Seite, ist ja nur die abgewandte Seite, die ist nicht dunkel, also die Nacht dauert da lediglich 2 Wochen und der Tag dauert auch 2 Wochen. Ne? Nur sie ist uns abgewandt, wir können nie einen Blick drauf werfen. Da sollen, wie gesagt, ganze Zivilisationen leben. Man hat auf dem Mond auch so einiges an Bauwerken tatsächlich entdeckt. Und es gibt eine Abteilung der NASA, die soll nur dafür da sein, Sachen wegzuretuschieren, die da nicht hingehören, sprich Fluggeräte und irgendwelche Bauwerke auf dem Mond. Das können wir uns auch mal ein bisschen genauer angucken, wenn ihr da Bock drauf habt. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, lasst euch gut gehen und bis dahin.